Willkommen auf Womoblog. Jackery Day 2022. Wir hatten es angekündigt und jetzt hat Jackery es wahrgemacht. Wir haben die neuen Geräte da. Es sind einmal die Solarpanels SolarSaga 200 und die Powerstation Jackery Explorer 2000 Pro. Wir haben das Gerät schon mal komplett entleert, mit einem Heizlüfter auf 0 gesetzt und dann 6 Solarpanels angehängt. 6 Stück lassen sich anschließen, A200 Watt, also 1200 Watt. Wir haben sie nicht perfekt ausgerichtet, es ist auch ein bisschen bewölkt, aber wir haben tatsächlich knapp 1000 Watt rausgekriegt. Innerhalb 1,5–2 Stunden war das Gerät schon wieder voll. Unglaublich, das ist ja quasi ein Solarpark vor der eigenen Haustür. Damit lässt sich wirklich arbeiten rund um die Uhr. Was das Gerät alles sonst noch kann, zeige ich euch nach dem Intro. Ich gebe es zu, ich habe, als die Vorankündigung von Jackery kam, schon gedacht, dass sie etwas Besonderes bringen werden. Sonst macht man nicht einen weltweiten Jackery Day und dazu einen Haufen Reklame. Was aber jetzt hier steht, hat mich echt vom Hocker gehauen. Was zeige ich euch heute? Im ersten Teil schauen wir uns mal die neuen Produkte von Jackery an. Im zweiten Teil würde ich dann aber gerne mit euch darüber philosophieren, für was man sie gebrauchen kann. Da hoffe ich auch auf eure Mithilfe und Kommentare, und im dritten Teil testen wir die Jackery Explorer 2000 Pro auf Herz und Nieren und schauen, was geht und was man so braucht. Teil 1 starten wir mit der SolarSaga. Die seht ihr einmal hier verpackt und hier seht ihr sie offen. Die fand ich im letzten Jahr schon toll. Die sind richtig fest und verbiegen sich nicht. Da kann auch nichts kaputt gehen. Dank der großen Griffe lassen sie sich auch wirklich gut tragen und haben uns im letzten Jahr sehr oft die Batterie wieder vollgeladen. Wenn wir unter Bäumen standen, stellen wir immer die Solarzellen außerhalb in die Sonne. Denn wir wollen natürlich ein bisschen Schatten haben, wenn wir im Sommer unterwegs sind. Die neuen hier, die sind jetzt doppelt so leistungsstark, machen noch einen besseren Eindruck. Wie aus einem Guss sehen die aus. Hat ein bisschen was von Science-Fiction-Filmen. Einfach zusammenklappen und einpacken. Der Mechanismus ist echt cool. Dazu eine feste Schutztasche, damit sie auch in der Garage gut geschützt ist. Sieht spacig aus, oder? Die Leistungsdaten: Jackery SolarSaga 200, Spitzenleistung 200 Watt, Spannung 18 Volt, Stromstärke 11,12 Ampere, Leerlaufspannung 13,2 Volt. Also diese Solartaschen sind schon mal richtig fett. Dazu wieder extrem stabil und dank der großen Griffe auch gut mit einem Schloss zu sichern. Finde ich wichtig, wenn man mal nicht am Platz ist. Dann kann man die mit einem Fahrradschloss irgendwo festmachen. Und die neue Powerstation von Jackery hier, die hat mich aber jetzt richtig umgehauen. Die Jackery 2000 Explorer Pro ist eindeutig das leistungsstärkste Gerät, das wir bislang hier haben. Und dabei ist sie deutlich leichter als vergleichbare Geräte. 19,5 Kilo. Das ist jetzt nicht unerheblich, wenn man aufs Gewicht achten muss. Oder spätestens, wenn man sie mal zum Strand tragen will. Schauen wir uns mal die Details an und dann erzähle ich euch, was man damit anstellen kann und was ihr bedenken müsst. Absolutes Highlight: 2160 Wattstunden. Damit könnte ich jetzt den Bericht eigentlich schon beenden. Denn es ist weit mehr, als die meisten an einem Tag im Urlaub so verbrauchen. Aber es geht weiter. 230 Volt Steckdosen mit 2200 Watt Leistung und einer Spitzenleistung von 4400 Watt. Ihr Leute, was wollt ihr denn damit eigentlich betreiben? Ich kenne überhaupt kein Gerät im Urlaub, das solche Leistungen braucht. Ich zeige euch nachher mal, welche Geräte wie viel Watt verbrauchen, dann könnt ihr selbst ausrechnen und kalkulieren, wie weit ihr mit 2160 Watt so kommt. Haufenweise Stecker und Steckdosen, also 2 USB-Steckdosen mit normaler Schnellladung und 3 Ampere, da 2 USB-C Steckdosen, da funktioniert sogar meine neueste Canon-Kamera und das Surface dran, haben 100 Watt. Ein Autoanschluss, 10 Ampere für Kühltruhen und so weiter. Und natürlich die 230 Volt Steckdosen. Ja, noch ein Gimmick gibt es auch. Eine Lampe, die kann dann sogar SOS blinken.
Laden könnt ihr das Gerät mit so einem Kaltgerätestecker. Dementsprechend ist das Ladegerät innen verbaut. Bei manchen Powerstations ist das ja extra und wird dann gerne vergessen, wenn es drauf ankommt. Ja, und ein 12-Volt-Anschluss für das Laden im Auto. Aber aufgepasst, nur laden, wenn der Motor läuft. Ansonsten zieht ihr euch die Startbatterie ganz schnell leer. Und das zweite Highlight, 2 Solaranschlüsse für 1200 Watt. Das ist nicht irgendwie, sondern richtig fett. Ihr könnt dementsprechend 6 Solarsaga 200 gleichzeitig anschließen. Das ist dann ein echter Solarpark. Name: Jackery Explorer 2000 Pro. Kapazität 2160 Watt. Abmessung 38 x 27 x 31 cm. Ca. 19,5 Kilo schwer. Ausgangsanschlüsse 2 x 230 Volt mit 2200 Watt Nennleistung, 4400 Watt Spitzenleistung, 2 x USB-A Ausgang, Schnellladung 3,0, 18 Watt, das heißt 3 Ampere, 2 USB-C Ausgänge mit 100 Watt, maximal 5 Volt und 3 Ampere oder 20 Volt 5 Ampere, ein Autoanschluss mit 12 Volt und 10 Ampere, Eingangsanschlüsse, Wechselstrom 230 Volt 10 Ampere, Gleichstrom 11 bis 17,5 Volt, also für Solar oder für die Autobatterie 8 Ampere. Ganz wichtig, die Betriebstemperatur. Die Ladetemperatur ist 0 bis 40 Grad, die Entladetemperatur minus 10 bis 40 Grad. Also ihr könnt im Winter auch bei minus oder bis minus 10 noch Strom entnehmen. Laden könnt ihr dann erst, wenn sie wieder über 0 Grad ist. Das war der technische Teil. Kommen wir zu Teil 2. Was mache ich mit so einem Kraftpaket und dem dazugehörigen Solarpark? Wir hatten ja schon einige Powerstations hier und im letzten Jahr habe ich ziemlich überheblich gefragt, wer denn sowas überhaupt braucht. Also zumindest nicht im Kastenwagen oder Wohnmobil, denn dort verbaue ich mir doch eine Zusatzbatterie, einen Wechselrichter und Solar direkt im Fahrzeug und komme in Summe ja wahrscheinlich günstiger. Zumindest wenn ich es selber machen kann. Da haben mich dann etliche von euch aber eines Besseren belehrt. Die Angler, die den ganzen Tag am See stehen und neben einem kühlen Bier auch noch den Fisch kühlen wollen. Oder die Partygänger am Strand, die abends Musik und Lightshow und kalte Getränke dabei hatten. Aber am meisten die, die eben kein Luxusmobil fahren und wo Platz ein hohes Gut ist. Aber viel häufiger die vielen Dachzeltnomaden und Minivans. Der Selbstausbauer, der den Van auch im Alltag nutzt und die Technik dann lieber draußen stehen hat und die Powerstation nur im Urlaub mitnimmt. Tja, und seit der Ukraine-Krise denken viele darüber nach, wie sie ein wenig unabhängiger auch zu Hause werden können. Und sei es nur zur Überbrückung einiger Stunden und Tage. Da hatte ich gerade heute ein Gespräch mit einem besorgten Arzt, der sich nun auch Wasservorräte im Keller anlegt und nach Stromalternativen fragte. Quasi als Notstromaggregat. Und zuletzt ein Homeoffice-Computerfreak, der seine ganze Technik darüber puffert. Zusammen mit einem unterbrechungsfreien Stromversorgungsgerät kann er tagelang ohne Stromnetz arbeiten, auch bei Totalausfall. Bleibt natürlich die Frage, wie fett muss eigentlich so eine Powerstation sein? Oder nach dem Metzger-Motto, darf es etwas mehr sein? Hier könnt ihr sagenhafte 6 Solarsaga mit 200 Watt gleichzeitig anschließen, also 1200 Watt. Und wer ein bisschen Kopf rechnen kann, weiß jetzt, dass die Powerstation dann in 1,5 bis 2 Stunden wieder komplett voll geladen ist. Wir haben es gleich mal ausprobiert. Die Jackery komplett entladen und dann alle Solarpanels angeschlossen. Wir hatten ein paar Wolken und ein wenig Schleier im Himmel und bekamen trotzdem sofort 1000 Watt. Vielleicht, wenn wir akkurater ausgerichtet hätten, wäre es auch ein bisschen mehr gewesen. Ja, nach nicht mal 2 Stunden war die Jackery Explorer 2000 Pro wieder bei 100%. Sagenhaft. Wobei ich mich schon frage, warum braucht man 6 Panels? Reichen nicht auch 1 oder 2 oder 4? Aber der eine oder andere mit großem Stromhunger wird das anders sehen. Oder im Winter, wenn jedes Panel nur 20 Watt bringt, dann bist du froh, dass über den Tag verteilt genug Ladung in die Jackery kommt. Aber mit 2 solcher Panels kommt man meines Erachtens schon ziemlich weit. Aufgepasst, man darf 1, 2, 4 oder 6 Panels anschließen. Dann in unterschiedlichen Kombinationen an diesem
Dreierstecker. Aber nicht 3 oder 5. Die Last muss immer gleich auf den beiden Eingängen verteilt sein. Hat wohl technische Gründe. Bleibt die Frage, wie viel Solar brauche ich am Tag? Aber dazu kommen wir gleich. Teil 3. Schauen wir uns erstmal an, was verbrauchen denn meine Geräte eigentlich so? Klar haben wir den Test gemacht, aber das wurde schnell langweilig. Also hier so eine Kaffeemaschine, das macht die Jackery mit links. Ein E-Bike-Akku, überhaupt kein Problem, war langweilig. Die Bohrmaschine habe ich mir diesmal komplett gespart und auch Nadjas großer Föhn läuft problemlos. Keins unserer Geräte im Wohnmobil oder im Garten braucht so viel Power, wie die Jackery liefern kann. Alle Computerladegeräte, Zahnbürste, Foto, kein Problem. Sogar der Milchaufschäumer, der dann den schönsten Milchschaum ever macht, problemlos. Deswegen haben wir den noch gecheckt, einen Thermomix. Also Nüsse schreddern, Wasser kochen, das volle Programm. Klappt ebenfalls und der Verbrauch ist gar nicht so groß, wie ich erwartet hatte. 1500 Watt hatten wir in der Spitze. Dazu habe ich unseren Getränkekühlschrank im Keller mal angeschlossen. Der hatte gerade einmal 45 Watt. Im Wohnmobil nutzen wir einen Absorber und den immer auf Gas. Aber mit so viel Solar und ist auch ein handelsüblicher Kühlschrank ja kein Problem. Unser großer Fernseher im Wohnzimmer zieht 100 Watt. Der kleine im Wohnmobil sparsame gerade einmal 20 bis 30 Watt. Für euch, ja eigentlich für uns selbst, habe ich dann eine Tabelle erstellt, die findet ihr jetzt auch auf Womoblog. In der habe ich die üblichen Verbraucher mit unseren persönlichen Nutzungsgewohnheiten auf Wattstunden hochgerechnet. Und mit der dazugehörenden Excel-Tabelle könnt ihr das einfach für euch jetzt selbst kalkulieren. Mal ein paar Beispiele. So ein SAT-Receiver hat 4,2 Wattstunden. Ein großer 45 Zoll TV 100 Wattstunden. Unser kleiner TV im Wohnmobil 20 bis 30. Der Föhn 160 Wattstunden. Ja, aufgepasst, der hat natürlich weit über 1000 Watt, aber man benutzt den ja keine Stunde. Also habe ich mal auf 5-6 Minuten kalkuliert. Kühlschrank, Kompressor 45. Thermomix 1145. Auch da merkte, ich habe das auf eine Dreiviertelstunde mal hochgerechnet. Unser Milchaufschäumer hat 10 Wattstunden. Die LED-Lampen, also mehrere im Wohnmobil, haben 15, habe ich mal gemessen irgendwann. Ein USB-Ladegerät von mir, so ein Doppellader, hatte 11, ein Fotoladegerät 5, ein Gaming-Notebook, also mein fettes Notebook, mit dem ich Bilder und Videos bearbeite, 50 und in der Boost-Funktion 100 Wattstunden. Das ist schon ordentlich. Die Wasserpumpe gerade mal 1,6 und die Truma-Heizung auf Gas 15 Wattstunden. Auch das habe ich hochgerechnet. Heizlüfter 2000. Je nachdem, wie viel TV ihr schaut oder Computer nutzt und so weiter, könnt ihr nun berechnen, was ihr so braucht. Mit Kühlschrank lag ich bei 2600 Wattstunden am Tag. Die Jackery alleine würde also nicht ausreichen. Habe ich aber Solar und die Zellen pumpen über den Tag hinweg immer wieder die Jackery voll, bräuchte ich nicht einmal Strom sparen. Jetzt braucht man nicht mal alle 6 Solartaschen. Ich habe mal mit 2 gerechnet. Bei vollem Ertrag sagen wir mal 8 Stunden mit 300 Watt. Also die Sonne hat jetzt noch ein paar Wolken vor sich, dann sind das 2400 Watt. Und so lässt sich das super kalkulieren. Sogar im Winter, wenn ich sparsam bin, den Gaskühlschrank nutze, auf den Thermomix verzichte, dafür mehr Lampen anhabe, ja, und mehr Fernseh gucke und am Computer hänge, bekomme ich ja nur auf 1000 Wattstunden. Mit genügend Solarzellen gleiche ich das dann auch im Winter aus. Oder anders gesagt, ich bin viele Tage autark und sollte der Strom doch knapp werden, muss die Jackery an den 230 Volt Anschluss. Und ist dann aber schon in knapp 1,5 Stunden wieder voll geladen. Ja, und tschakka, weiter geht's. Einen Langzeittest kann ich euch natürlich nicht bieten. Aber die Kiste hat alle Aufgaben mit Bravour bestanden. Unser Atelier hier hat es in den letzten Tagen zweimal heizen dürfen. Um sie komplett entleeren zu können, habe ich einfach einen Heizlüfter angeschlossen und eine Stunde bei 2000 Watt die Bude geheizt. Die Spitzenleistung von 4400 Watt konnte ich nie ausreizen. Ich habe einfach kein Gerät, das solche Leistung benötigt. Alle anderen Aufgaben, Handy, Föhn, Kamera, Computer, sind ein Kinderspiel für dieses Monster. Die Bedienung ist einfach, jede Steckdose hat einen eigenen Schalter. Um den Stecker zu benutzen, dürft ihr also nicht vergessen, den Schalter daneben zu betätigen. Sichtbar ist das durch eine kleine LED, die dann leuchtet. Das zentrale Display
zeigt zuverlässig den Verbrauch und Ladezustand an. Zum Stromsparen geht das Display dann nach kurzer Zeit aus und auch die Jackery selbst versetzt sich nach einer gewissen Zeit, in dem kein Strom entnommen wurde, in einen Ruhezustand. Beim Laden gibt die Jackery übrigens der Solarladung den Vorrang. Hängt ihr gleichzeitig an 230 Volt und an der Solarzelle, dann nimmt die Jackery nur den Solarstrom. So, mehr fällt mir nun wirklich nicht ein und die Frösche hier draußen werden auch immer lauter. Wo ihr die Jackery kaufen könnt, verlinke ich euch wie gewohnt auf Womoblog oder unten im Text. Wenn ihr dem Link folgt, bekommt ihr sogar eine Garantieverlängerung kostenlos. Und nun seid ihr dran. Danke fürs Zuschauen. Gebt uns ein Like, abonniert Womoblog und schreibt uns jetzt einen Kommentar. Entweder hier unten auf YouTube oder auf Womoblog. Diskutiert mit uns. Was haltet ihr von Powerstations allgemein oder wie macht ihr das? Mit wie viel Solar seid ihr unterwegs und was verbraucht ihr so am Tag? Schränkt ihr euch beim Camping ein oder lebt wie zu Hause? Also, ran an die Tastatur und ansonsten bis zum nächsten Mal. Hoffentlich kommt jetzt keiner zur Hilfe.